Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ich hatte... Oh, steht die jetzt? Moment, gleich sage ich. Freut mich euch alle zu sehen. Ich bin nur ein bescheidener Gefolgsmann von Prinz Adam, Prinz Farm. Bin damit betreut, die Armee in unserem wunderschönen Provinz Lett medizinisch zu versorgen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich weder genug Personal noch genug Material für diese Aufgabe habe. Besonders unsere Vorräte an Panacillin sind gefährlich niedrig. Ist das sowas wie Penicillin? Diese Substanz findet man bei der Tutan-Klippenkolonie. Also wer es nicht weiß, Penicillin ist ein Medikament. Oder ein Stoff von einem Medikament. Ich habe ein paar besonders kräftige Soldaten umgeschickt, um etwas davon zu sammeln. Aber tja. Es waren Urianer und die sind so unüberlegt und tollkühn im Kampf. Ihr wisst, dass sie sich im Kampf selbst Schnittwunden zufügen, oder? Ja, deswegen habe ich am Ende mehr Panacillin verbraten, als diese Genies mir gebracht haben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mich aus dieser Zwickmühle befreien könntet. Der unzufriedene Arzt. Und ich wette, ich weiß auch, wo das ist. Oh, ich bin der Arzt, guck mich an. Ich wette, das ist nämlich da vorne. Also ihr wisst schon da, wo ich schon war. Naja, jedenfalls, ich hatte heute 21 und das wiederum ist wahrscheinlich noch stärker. Ich hatte heute eigentlich vor, einen Gast dabei zu haben. Und erst hieß es, ja, sag mir Überraschungsgast ist. Nein, ich sag, wer es war. Es wäre nämlich Dai gewesen, Dai Lyria. Und wieder Schlange. Oh ja, sie hat aber technische Probleme. Und um ehrlich zu sein, will ich sie zu später Stunde, also fast 12:30 Uhr morgens. Das ist kein Problem, ne? Ich will sie zu später Stunde nicht übermäßig, naja, belästigen oder wie auch immer. Und vor allem ihre Familie nicht belästigen, ihren Freund nicht belästigen oder... Ihr wisst schon. Und deswegen habe ich gesagt, so ja, verschieben wir das auf nächstes Mal. Weil bei mir kann jeder Gast sein, wenn er sich dementsprechend benimmt. Also das weiß man ja. So, dafür kennt man mich ja auch. Ich zumindest. Ja, hier, frisst diesen und jenen. Kernexplosion, oh, das wird heftig. Und ja, wir haben so darüber gesprochen, so ja, das könnten wir so als Thema nehmen, worüber wir reden, weil es ist immer schön, ein Thema zu haben, worüber man reden könnte. Ja, jetzt mach mal. Was machst du da? Hoffentlich hast du jetzt einen Dreier gemacht. Ja, mach. Jetzt mach doch. Dann wird sich hier 2. Du bist eh schon tot. Ja, und eines der Summer Blazer. Summer Blazer. Ich wette, das sind die Viecher. Also das sind die vorne dann. Eines der Themen, die sie mir vorgeschlagen hat, was auch... Ach du Scheiße. Gorillas. 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 Schau da, eine Brücke. Das ist sicher die Brücke von Lett. Ja. Sie ist auf jeden Fall voller Monster. Und die sehen ganz schön stark aus. Findest du? Mir kommen die eher mickrig vor. Und wie dem auch sei, die Brücke ist besetzt. Und wir müssen sie befreien. Bleibt auf der Hut. Alle zusammen. Ja, eines der Themen... Ach du Scheiße, die wollen schon betteln. Eines der Themen, die mir vorgeschlagen wurden, war... Oh Gott. Ich sterbe ja volle Kanne. War, Ich wollte wechseln.
Achso, jetzt kämpfe ich mit beiden, oder wie? Ja, das war auch saudämlich von mir. Achso, jetzt bin ich Ace. Ah. Eines der Themen, die vorgeschlagen wurden, jetzt will ich endlich mal reden, war quasi meine Anfänge des Let's Player-Daseins und ja, und zu Beginn, wo ich angefangen habe, Let's Plays zu machen, da war meine Technik auch sau bescheuert. Weil ganz im Ernst, ich hatte mein Bildschirm ist fast generell. Ich hatte nicht mal einen Tisch. Bildschirm ist Game Over. Ich komm nicht weg. Gammastrahl, mach doch nicht wahr. Ja, Adam. Ich will hier. Mach. Wechsel. Diana ist tot. Adam ist auch tot übrigens. Wo ist er denn? War nicht da. Ey. Ja, als ich angefangen habe, Let's Plays zu machen, da hatte ich nicht mal einen Tisch, da hatte ich PC und Tastatur und Maus, das stand alles auf dem Boden. Und meine Technik, ja, die war echt kacke, weil da hatte ich zum allerersten Mal überhaupt, ich hatte noch keinerlei Vorerfahrung mit Aufnehmerei oder so, sondern ich habe einfach so drauf los, so ja, machen wir mal. Und ja, meine Technik war eben grauenhaft, weil 84p und na gut, dann geht so, aber richtig grausig, kein Rauschunterdrücker, kein gar nichts. Schlechte Technik und alles. Naja, jetzt jedenfalls hat sich's. Oh, der ist fast tot. Yes! Jetzt jedenfalls hat sich's geändert und zwar ganz schön. Jetzt habe ich ziemlich viel guter Technik geschafft, aber gerade mal so. Ja, da hast du recht, ausnahmsweise, das war echt hart. Ich gib's zu, sie waren ein bisschen zäher als erwartet. Ich hoffe, du denkst daran, wenn du das nächste Mal von mickrigen Monstern redest. Auf jeden Fall kann jetzt die Reparatur der Brücke beginnen. Richtig. Vielen Dank für eure harte Arbeit. Laura, wenn wir wieder im Lager sind, was hältst du dann von noch einem kleinen Kampftraining? Hä? Gern, aber wir haben doch gerade erst aufgehört zu kämpfen. Genau deswegen frage ich. Wenn Mischwa weiterhin so kämpft wie heute, mache ich mir um die Zukunft Sorgen. Augenblick mal. Was soll denn das bitte heißen? Offen gesagt, du wirst mir zu sorglos. Du musst dich zusammenreißen, sonst besiegen wir mal das nie. Sorglos? Zusammenreißen? Willst du damit sagen, es gibt ein Problem mit meiner Einstellung? Woran soll es denn sonst liegen? Du redest, als gäbe es irgendein riesiges Problem oder so. Auch wenn wir noch so viel trainieren, werde ich mich sicher nicht plötzlich zusammenreißen. Ich habe genug davon. Ab nach Hause. Warum ist sie so wütend? Du hast sie gerade zur Sau gemacht? Naja. Lassen wir das. Jedenfalls meine Anfangszeiten, die waren technisch gesehen ein Witz. Sowas von. Walpurgisklingel. Es gibt so eine Walpurgisnacht oder wie das heißt, aber was das jetzt nochmal genau war, ich glaube, das hat irgendwas mit den nordischen Gottheiten oder so zu tun. Zu Beginn meine Technik war scheiße, jetzt ist sie besser. Kurzversion. Wahrscheinlich werde ich auf dieses Thema irgendwann noch genauer eingehen. Aber dann, wenn ich einen Gast habe, weil das wäre dann eventuell lustiger. Eventuell. Ultula, so. Amazing, Laura. Even when I foresee your movements, you counter me instantly. I couldn't do it without Haze's power. What about you? I don't see you using Mithra's hidden ability. And what if we did? Well, if you did, I'd
just have to bring out my original blade. Master Adam, your evening meal is ready for you. Oh, is it that time already? The days are so long at this time of year. I just start losing track. Oh, finished already? That's a shame. I was hoping to join in. Join in? By yourself? His Majesty has many pressing matters to attend to. Besides, I'm used to working alone. A driver and blade are one in body and soul. That's their very nature. You're not at full strength without him. It's not so simple as all that. I know I've yet to unlock the depths of your power. Really? I feel like I've been giving it my all. But you never stop growing. At any rate, Hayes' ability to restrict other blades is indispensable. It's perfect for training. We're lucky. When she stops me using my foresight, it's certainly difficult. Oh, but you honor me too much. I'm just happy to help you both in any way I can. Next to each other like that, you really do look like twins, you two. It's rare for the driver's nature to appear so strongly in their blade. People tell me that from time to time, but is it really true? Perhaps. But whatever the reason, I am happy if I look even a little like you, my lady. We're even the same dress size. Right? By the way, we want to try taking you on next, Jin. Well, how about it, Jin? I'm afraid I don't particularly like fighting. And to think we're hearing that from the strongest man in Torna. But perhaps there's truth in those words. After all, he, or rather, they... My lord, my lady, we've discovered Malos's target. The capital. What? Are you sure? Yes, no doubt about it. Hi. Malos? And here I thought I had seen the last of you. Now. I never meant our parting would be forever, you know. I've just been to see the Tornan Titan. I bet it'd be real interesting to see it in its true form. Where did you learn that? Learn? Inside my core, I have all the data of all blades and titans. You have all of it? You think to call yourself the Master Blade? Sure, why not? Sounds good. So, exciting, right? My partner. I hear you gave her to that Tornan prince. And if I did, you'd erase me? Just like that? Not at all. I have a much better idea than that. I've decided my next target is Torna. Why would you tell me so plainly? So you know what to look forward to as you watch. I see. So this comes from the Quester. But he doesn't know what Malos is planning for Torna. We should probably hurry.
Soon. We'll go once Hugo's back. Ich wollte gerade sagen, bis der wieder zurück ist, könnten Monate vergehen. Aber naja, ich wollte eigentlich erst fragen, könnte es sein, dass wenn ich mit Jin ausgerüstet wäre, dass ich dann mit Jins Klinge, also mit Jin gegen hier der Typ da links mit Mythra, Adam, genau. Könnte es sein, dass ich dann mit Jin gegen Adam gekämpft hätte, aber nö, das ist höchstwahrscheinlich nicht der Fall, weil Jin hat sich ja ums Essen gekümmert. Und Haze und Laura sind schon ein schnuckliges Pärchen, also die wären auch kein schlechtes Liebespaar, aber naja, ihr wisst schon. Ich habe nichts gegen Homosexuelle, aber trotzdem, sie wären trotzdem ein schönes Paar. Hallo zusammen, schön euch wiederzusehen. Hugo, ist die Truppenbesichtigung also erfolgreich abgeschlossen? Ja, danke der Nachfrage. Wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Dieser Flügel in seinem Haar erinnert mich irgendwie an Kid Icarus oder so. Nicht nur positive, vermute ich mal bei dem Gesichtsausdruck. Nein, nichts dergleichen. Ich bin nur etwas erschöpft, das ist alles. Die Reste der Armee von Zoaya haben erbitterten Widerstand geleistet. Auf dem Schlachtfeld spielten sich einige sehr unschöne Szenen ab. Es wäre das Volk von Zoaya nicht durch die Angriffe von Malus schon genug geschlagen. Es ist schwer zu ertragen, dass ihre Soldaten jetzt noch so sinnlos in den Tod gehen. Hoffe mal, dass das Ganze sich nicht mehr allzu lange hält. Unterdessen wurde jedenfalls die Brücke von Lett repariert. Unser Ziel steht fest. Wir können jederzeit los. Unser Ziel? Das heißt, ihr wisst, wo Malus als nächstes zuschlagen wird? Ich hatte gehofft, dass es nicht so wäre, aber sein Ziel ist Torna, unsere Hauptstadt Aureska, um genau zu sein. Sind das gesicherte Informationen? Was kann man sagen? Wir haben die Warnung direkt vom Torterium erhalten. Das heißt, sie kam von diesem Kreistor? Da gibt es wohl keinen Grund daran zu zweifeln. Es wird eine lange Reise bis zur Hauptstadt. Ja, wir müssen zunächst über die Brücke von Lett und dann auf die Wüste Danhag durchqueren. Was ist mit dir, Mick? Willst du mit? Vielleicht ist es besser, wenn du hier bleibst. Das finde ich auch. Mein Lehnsverwalter hier wird dich gerne einquartieren. Ich kann mit. Das wirst du nicht. Früher oder später wird es zum Kampf mit Malus kommen. Es wird gefährlich. Für uns alle. Ich komm mit, habe ich gesagt. Lass dich immer bei der Frau einschleimen. Ah, Mikael. Was sollen wir tun? Ja, wer hat in der Beziehung die Hosen an, hä? Stimmt natürlich, dass es auch hier letztendlich nicht sicher ist. Vielleicht ist es wirklich besser, ihn in unserer Nähe zu behalten. Ja, das sehe ich auch so. Sollen wir ihn nicht doch mitnehmen? Na Mann, wenn ich jetzt ein Machtwort spreche, bin ich wieder der Bösewicht. Na gut, dann gehen wir alle gemeinsam nach Aureska. Ah, zufrieden, du kleiner Quälgeist? Ist er. Hugo, ich hätte da übrigens einen Vorschlag. Der wäre? Naja, nach dem Trainingskampf mit Laura gestern habe ich ein wenig nachgedacht. Wollen wir nicht auch mal ihren Kampfstil ausprobieren? Gut möglich, dass uns das noch stärker machen würde. So, sein, also Hugo meine. Was meinst du? Ein Versuch ist es mal wert. Achso, neben ihrem Kanchu kann Laura im Kampf auch noch Jins Schwert und den Zeremonienstab von Haze nutzen. Das eröffnet ihr natürlich ganz neue Optionen. Dich zu beherrschen wäre auch für uns sicherlich von Vorteil.
Nicht zuletzt für den bevorstehenden Kampf mit Malos. Das heißt, ihr nutzt signallos aus, ihr Schweine. Dann sind wir uns ja einig. In diesem Sinne, Eva, kann ich mir mal dein Schwert leihen? Ich würde gerne ein wenig damit üben. Hör zu. Auch wenn ich kaum glaube, dass wir diese Waffenwechseltechnik hier so gut beherrschen werden wie die drei. Na sowas, du bist doch sonst nicht so bescheiden. So war das nicht gemeint. Weißt du was? Vergiss, was ich gesagt habe. Ich werde diese Technik sowas von perfektionieren. Geht doch, das wollte ich hören. Richard, Ichen. Anfangs mag dieser Kampfstil euch töricht erscheinen, doch wir sollten ihm eine Chance geben. Wenn ihr euch darin zu üben gedenkt, Eure Majestät, so will ich Folge leisten. Ich werde euer Urteil niemals in Frage stellen. Ich danke euch. Ich kann mich glücklich schätzen, solch treue Gefährten an meiner Seite zu wissen. Leute, ich dachte, wir wollten los. Wir sind gleich da. Also dann, auf nach Auresco. Klingt wie eine Tabasco-Soße. Jetzt neu, Auresco, damit auch ihre Zunge abfault vor Schärfe. Ja, warum Schärfe? Bei uns gab's heute Chinesisch und es war scharf. Total. Und ich bin nicht so der Typ, der Scharfes ist verspeist. Spezialtechnik 4. Ja, 4. Für alle Mann verfügbar. So, ich renne jetzt mit Jin herum. Ich habe euch beide. Ich habe das Tier, das folgt mir auch. Du bist mein Reitesel. Das war eine größere Variante, aber egal. Es wird immer später. Ja, da gehe ich auch schon. Sorry, aber ich bin langsam als ich ja müde vom Küche putzen und morgen geht's weiter. Und übermorgen, das ist so kacke. Quarantäne, irgendwie kommen alle einfach mal drauf, oh, lass uns putzen. Weil wir nichts Besseres zu tun haben. We made it. Good stuff. Na egal. Doesn't seem so bad. Ja, damit. Wieder so ein Tafelstück. Ein Stinktier. Naja, nicht ganz. Sieht aber so aus, wie eins und riecht wahrscheinlich auch 3 Kilometer gegen den Wind. So. Jetzt habe ich jetzt nicht Lust, da irgendwelche Viecher zu betteln. Falsche Taste. Ich hab's gemerkt. Nein. Okay, nur zur Sicherheit. Safe. Wahrscheinlich wird jetzt eine Cutscene kommen. Die werde ich noch in Part mit reinklatschen und danach werde ich wieder speichern und beenden. So einfach ist das. Oh Mann, bin ich doof, war ja klar. Aber klar, dass irgendein Monster kommen muss. Ja, kein Fugon, nicht mich. 29 bist du? Ach du Scheiße. Ja, da hinten. Weg, weg. Oh, Bridget geht gleich drauf. Oh, Hugo gerade noch im letzten Moment. Ja, schmeckt den. Oh, das Vieh lebt dauerhaft. Warum ist die ganze Zeit auf Hugo, du feige Sau? Sammelt das da hinten ein, los! Oh, ja, greift an. 1 Million Volt, geil. Ich auch hier. Nicht?
Aufstehen. Gut gepennt. Elektro-Düse. Geil. Gerade noch im letzten Moment eingesetzt. Was jetzt so viel gebracht hat, weiß ich nicht. So, jetzt kommt Junior. Der nicht gern kämpft, aber nicht in die Hölle ist. Das ist alles einsetzen, was wir haben. Ist dreckige Bestie. Danke. Hier! Den und den und den! Das wird ätzend. Kann ich nicht auf Haze wechseln oder so? Driver of the Aegis? Told you to stop calling me that. A blade? He's Minnow, Questor of Malthus's blade. Malthus's? He's one of the Questors at Indo. And Malos' driver. Okay, geht doch noch ein bisschen weiter. Jetzt mache ich dich alle. Nach einer Klingenkombo umkreisen eine Militarkugel in einen Gegner. Zerstöre diese in einer Angriffskette, um zusätzliche Gruppe auszulösen. Wenn die Gruppenleiste vollgefüllt ist, startest du mit ja, Plus. Okay, das wird jetzt aktiviert. Jede Gruppe der Gegner, eine Militarkugel, ja. Eine Militarkugel, wird zerstört. Eine Spezialtechnik vom entgegengesetzten Element. Ah, okay. Welches Element war jetzt nochmal für was zuständig? Über deine Elementarkugel eine volle Kopfleiste. Du musst nur noch Fuß drücken. Okay. Hier, ich merke den. Bist du fällig? Okay. Ja, pass auf. Ah, Dummbugs. Ja, eine ist kaputt. Effekte einer zerstörten Elementarkugel. Angriffskette wird verlängert, Schaden steigt, Leiste und so weiter. Sich nicht danach verlaufen. Eigentlich ist eine Angriffskette jede Gruppe nur einmal daran, aber wenn du eine Elementarkugel zerstörst, wird die Angriffskette um eine Runde verlängert. Da geht rechtzeitig auf das Knopfsymbol, ja, das kenne ich ja alles schon. So. Statt ist einfach Angriffskette, kommt mal flüssig, wie jetzt auch eine Tage, das öfter ein Gefühl für eine verleihende Tatabsteig. Verfeierten Schaden. Ist dein Gegner noch vor Ende der Angriffskette komplette Vernichtung, fügst du dann Schaden zu und so weiter. Ja, das kenne ich alles schon. So, was ist das überhaupt für ein Symbol? Licht? Ich mache euch fertig.
Was? Yeah. War noch rechtzeitig. Kill ihn. Ups. Don't forget me. Don't you know who I am? Excellent. So, da rechts oben sehe ich das Symbol. Dreck. Swap with me, Hayes. Yeah. Excellent. We're not done. Minnow. Stepping up. So, du gehörst jetzt zu hier, Adam. Gar nicht drauf geachtet. Your luck has run out. Superb. Finish. Ja, gar nicht schlecht. Aber jetzt wird der Part natürlich ein bisschen mehr in die Länge getrieben. Naja. Muss ich ein bisschen länger machen. Die Drecksau. Und ich kann nicht... Stimmt ja, ich habe jetzt alles ausgegeben. We're not done yet. We must consider Ja, our egal. options carefully. So, machen wir mal Aktivierung. I'll have to. I need to learn. It is Was kannst du eigentlich? Sekundkunde und Bergbau. Na gut, hab gefällt, weil ich zu langsam war. Schade. Gut, aber der Part ist schon lang genug. Das war Xenoblade Chronicles 2, Torna, the Golden Country. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.